Läuft. Oh, bei mir läuft's auch. Es läuft nicht mit, es rennt. So. Herzlich willkommen im neuen Video. Wir haben euch ja versprochen, dass wir die Daten mal angucken von den Ladeluftkühlern. Und wir haben jetzt genügend Daten, um euch das mal zu zeigen. Wir waren ja in der Nantes. Da haben wir die Daten von dem neuen Ladeluftkühler gezeigt. Aber ich möchte jetzt erstmal auf den alten eingehen und was da die Probleme sind. Wir sehen hier unten jetzt den Druckverlauf vor und nach dem Ladeluftkühler. Der wird jetzt in absolut angezeigt. Das heißt, wir haben ja ungefähr 1 bar atmosphärischen Druck und den müssen wir jetzt da einfach mal abziehen. Und dann waren wir jetzt hier vorne, wo wir so ein bisschen durchgeladen haben, bei 3,31 bar. Das heißt, minus 1 bar waren wir bei 2,3 vor dem Ladeluftkühler und nach dem Ladeluftkühler waren wir eigentlich nur noch bei 2,9. So, wo kommt das jetzt her? Man muss ja, dieser Ladeluftkühler kühlt eventuell effizienter, weil wir größere Oberfläche machen und stopft dafür mehr, also der Differenzdruck wird größer. Oder wir machen die Durchgangskanäle größer, die Luft kommt besser durch, weniger Staudruck, dafür ist die Kühlung aber nicht so gut. Bei dem hatten wir jetzt den Fall, dass der Differenzdruck auf jeden Fall viel zu groß ist, weil der Turbolader schiebt die Luft an und bleibt dann am Ladeluftkühler, baut sich der Druck auf und in der Ansaugbrücke bekommen wir weniger rein, heißt wir verlieren zu viel Leistung eigentlich. Theoretisch könnten wir jetzt eigentlich auch mit dem Ladedruck runtergehen, dann wollen wir das gleiche Ergebnis haben an Endleistung. Schauen wir mal kurz auf die Temperatur und ich habe ja gesagt, das wird effizienter. Jetzt sehen wir die Temperatur einmal in der Ansaugung oder in der Umgebung. Da waren wir jetzt so bei 22 Grad Außentemperatur. Und wenn wir jetzt hier vorne sind, sehen wir jetzt eigentlich die Temperatur nach dem Turbolader und in der Ansaugung. Ansaugung sind wir bei 36 Grad. Das hat sich auch ein bisschen aufgeheizt, da wir den offenen Luftfilter gefahren sind damals. Und weil wir, wenn das Schubumluftventil aufgeht, das sieht man hier vorne sehr gut, die Temperatur auf einmal extrem ansteigt. Das liegt daran, dass wir die verdichtete Luft, die nach dem Ladeluftkühler kommt, die immer noch wärmer ist wie die Umgebung, dann in den Turbolader schieben und somit den Sensor aufheizen. Nach dem Turbolader steigt die Temperatur auch an und verdichtete Luft bei 1 bar entstehen ungefähr 100 Grad. Darum brauchen wir den Ladeluftkühler und dadurch entstehen diese hohen Temperaturen. Da ist unser Sensor einfach mal ausgestiegen, weil wir im Nachhinein festgestellt haben, der Sensor, der in diesem MAP-Sensor drin ist, kann nur 150 Grad und der steigt dann danach aus. Und der war auch dementsprechend verkokelt. Den kann er da mal zeigen. Also da haben wir natürlich dann gleich mal einen neuen Sensor eingebaut, aus einem Thermokappel mit 2,5 mm Durchmesser, damit der auch schnell reagiert. Und der geht jetzt auch hoch bis, glaube ich, 500 Grad, also das ist gar kein Problem. Die Ansaugtemperatur war dann hier vorne irgendwo bei 50 Grad. Also das ist es für die relativ lange Zeit, wo wir da Volllast gefahren sind, okay. Der heizt sich natürlich auch dementsprechend auf. Und da kommen wir jetzt auch gleich an den Punkt. Die meisten Ladeluftkühler von der Größe her reichen von der Kühlung aus, da sie sich nie groß aufheizen, weil du immer Fahrtwind hast. Auf der Rennstrecke schaut es aber komplett anders aus. Auf der Rennstrecke sind wir permanent am Gas und da ist die Wärmeentwicklung dementsprechend anders. Und das wollen wir jetzt mal angucken. So, da sind wir jetzt mal bei den Datenaufzeichnungen von Arnaud Déron. Von dem neuen Ladeluftkühler, oder? Genau, neuer Ladeluftkühler mit den Leitblechen schon. Das war auf der Rolle nur ein bisschen das Problem, dass wir die Luftmenge nicht komplett durchbekommen haben durch den Kühler. Und da schaut es mit dem Differenzdruck schon anders aus. Wir haben jetzt bei dieser Grafik ein bisschen umgerechnet, also der atmosphärische Druck ist weg. Und wir gehen jetzt rein auf den Ladedruck und der steht jetzt bei 2,3 bar an und in der Ansaugbrücke sind wir so zwischen 2,2, 2,18, also wir verlieren bedeutend weniger Druck. Also was den Differenzdruck angeht, ist der Ladeluftkühler bedeutend besser. Also wir können jetzt auch endlich die Leistung komplett ausfahren oben raus. Was aber so jetzt ein bisschen auf der Rennstrecke war, dass wir, jetzt gehen wir mal kurz in eine andere Runde rein, dass wir extrem
aufheizen. Und das nicht nur an Temperatur in der Ansaugbrücke. Also wir sehen jetzt mal am besten hier hinten. Das ist Ende Start Ziel. Da kommen wir dann schon auf Ansaugtemperaturen von 66 Grad. Und das ist jetzt zu warm. Also da müssen wir gucken, dass wir noch weiter runterkommen. Jetzt ist die Frage, wie schaffen wir das Ganze? Entweder wir bauen einen anderen Kühler ein, der theoretisch effizienter kühlt. Da könnten wir jetzt mit Wagner reden, wie das ist, weil der Evo 3X ist ja ab 600 PS. Wir fahren 600 PS, jetzt könnte das sein, dass wir eigentlich einen zu großen Ladeluftkühler fahren, der zu viel Luft durchlässt und zu wenig kühlt. Oder wir gucken einfach, dass noch mehr Luft durch den Kühler kommt und wir noch mehr Kühlleistung bekommen. Und da kommen wir dann gleich zu dem anderen Thema, Wasser und Öl. Ja, also da haben wir in Anor mehr oder weniger große Probleme gehabt. Wenn wir jetzt mal nur hier auf die Temperaturen gucken, wir waren hier Ende Startziel bei einer Wassertemperatur am Kopf von 107 Grad und am Kühlerausgang, also da mussten wir einen anderen Kanal nehmen, weil die Motec keinen zweiten Kühlwassertemperatursensor verarbeiten kann. Da haben wir einfach vom zweiten Turbolader den Ausgang genommen und da waren wir halt auch schon bei 100 Grad. Also die ganze Karre kocht uns momentan auf. Ja, wenn wir jetzt mal mit dem Aufkochen, wenn wir uns das mal anschauen, wir legen jetzt mal zwei Daten übereinander. Also es waren jetzt 2 Runden zuvor. Jetzt kann man hier die Temperaturen ganz gut vergleichen. Also das ist die 2 Runden vorherige Temperatur. Dass wir Ende Startziel, da wo wir jetzt auf die Bremse gehen, wir haben im Wasser einfach mal 10 Grad wärmer sind. Am Kopf oben und am Kühlerausgang auch schon 10 Grad höher und die Öltemperatur halt schon 24 Grad höher ist. Also da sieht man einfach, wie permanent die Temperaturen ansteigen und das heißt jetzt in den Griff zu kriegen. Kurze Frage, der Ladeluftkühler, steigt da die Temperatur auch mit der Zeit mehr an oder hat der immer wieder Abkühlphasen? Also da sind die Temperaturen recht konstant. Was du schon hast, ist die Inlet-Temperatur, die wird ein bisschen höher, weil sich schon alles ein bisschen weiter aufheizt. Aber sind es 2, 3, 4 Grad vielleicht, die da noch ein bisschen höher wird. Ja. Also man sieht schon, mit dem Motec-Steuergerät bin ich ein gläserner Mensch. Damit kann mir immer über die Schultern gucken und sagen, ich bin gefahren wie ein Weichei. In der vorherigen Runde hast du es besser gemacht. Und ja, also an sich die Temperatur bleibt fast immer gleich. Also das Ding heizt sich einmal auf und dann ist das Teil warm. Was halt ist, dass die Luftmenge, die halt jetzt durchkommt, einfach das komplette System aufheizt. Und warum das so ist, das zeigen wir euch jetzt unten. Ja, wie die meisten wahrscheinlich schon auf Instagram gesehen haben, haben wir ja da ein paar Sensoren eingebaut zum Analysieren der Temperaturen. Die Idee war dahinter, dass wir jetzt mal 5 Temperatursensoren einbauen, um die Temperatur zwischen Ladeluftkühler, Ölkühler und Ölkühler-Wasserkühler zu messen. Da gab es allerdings bei der letzten Testfahrt so die Erkenntnis, dass das so nicht funktionieren wird, weil du einfach jedes Mal den Sensor umbauen musst und die Daten sind nicht so schön zum Analysieren. Und dann kam man einfach auf die Idee, wenn dieses tolle Logging-Tool, wo ist denn das? Hier, auch 20 Kanäle kann, dann bauen wir auch dementsprechend Sensoren ran, dass es auch was taugt. Und haben dann einfach mal nochmal 10 so Fühler gekauft. Die werden wir jetzt da einbauen, haben jetzt neue Positionen festgelegt und wir werden genau die Temperaturbereiche jetzt abdecken, wo wir vermuten, dass es da Probleme macht. Einmal, dass der Ölkühler so tief sitzt, weil da wahrscheinlich die meiste Temperatur von dem Ladeluftkühler kommt. Und gleichzeitig, dass der Wasserkühler eigentlich Probleme macht, weil der Wasserkühler ist ja so feinmaschig. Und da vermute ich, dass wir ein Luftpolster vor uns herschieben. Und um das festzustellen, haben wir da so einen tollen Koffer von Testo besorgt, der auch so einen Strömungssensor hat. Also das Ding kann genau sagen, wie viel Luftgeschwindigkeit wir da vorne haben. Da gibt es da vorne so einen Sensor und der misst dann dementsprechend die Geschwindigkeit.
Und dass wir das eben feststellen können, kommt das gute Ding jetzt auch noch mit reingebaut. Und das sehen wir dann das nächste Mal.